Ich bin in den letzten Wochen häufiger gefragt worden, warum sind die Camping- und Stellplätze in den Wintermonaten in Spanien immer so voll? Darauf wird es keine einzige Antwort geben, das wird mehrere Gründe haben. Ich werde mal ein bisschen versuchen, das hier zu erläutern. Herzlich willkommen zu meinem Video. Es gibt Leute, die behaupten, Harco, du hast Schuld, dass die Plätze alle im Winter hier in Spanien voll sind. Gut, ich nehme gerne alle Schuld auf mich, aber letztendlich ist es nicht so. Denn wir müssen wissen, wir haben ja mehr als 1000 Campingplätze und jede Menge Stellplätze hier in Spanien. Und ich habe nur über wenige berichtet. Natürlich ist es so, wenn ich über einen Stellplatz oder einen Campingplatz berichte, dass der dann erstmal stark angenommen wird oder angefahren wird. Das ist ganz logisch. Aber es gibt viele Plätze, darüber habe ich nie berichtet. Ich nehme mal so die Hotspots da an Alicante, Benidorm, in diesen Regionen. Von diesen Plätzen habe ich dort nie berichtet. Die sind auch alle voll. Also nur daran liegt es nicht, dass ich jetzt über Stellplätze oder Campingplätze berichte und sie deshalb dann voll sind. Man muss wissen, wir haben Neuzulassungen in Deutschland an Wohnmobilen und Wohnwagen. 2021 waren es mehr als 100.000. In den letzten Jahren sind Hunderttausende dazugekommen. Alle wollen gerne reisen mit ihrem neuen Wohnmobil. Das kann man verstehen. Und das füllt natürlich letztendlich auch die Plätze. Dann kam die Geschichte mit Corona. Auch das hat das Ganze noch beeinflusst. Viele, die vorher sich überhaupt keinen Kopf gemacht haben um Camping, sind auf einmal auf den Gedanken gekommen, sich ein Wohnmobil zu kaufen und auch damit zu reisen. Jetzt hatte man gehofft, wenn Corona wieder vorbei ist und die Neulinge dann keine Lust mehr haben, dass der Markt überschwemmt wird mit gebrauchten Wohnmobilen. Das ist nicht eingetroffen. Viele reisen heute weiterhin gerne mit ihrem Wohnmobil. Die Neulinge sind also auch dazugekommen und so werden es immer mehr, die jetzt hier auch in Spanien sind. Es war bis vor 10 Jahren etwa so, dass überwiegend Rentner hier in Spanien überwintert haben oder in den Wintermonaten hier in Spanien gelebt haben. Das hat sich auch verändert. Inzwischen gibt es junge Familien, die sich eine Auszeit nehmen oder ihre Elternzeit nehmen. Dann gibt es Leute, die arbeiten in ihrem Wohnmobil online, können das von der ganzen Welt aus letztendlich machen und sind dann im Winter zum Beispiel mit ihrem Wohnmobil hier auch in Spanien. Dann gibt es Menschen, die haben ihr Haus und Hof verkauft, leben nur noch im Wohnmobil. Die sind jetzt dann auch hier in Spanien im Winter. Das trägt alles dazu bei, dass die Plätze hier ordentlich belegt und voll sind. Dann kommt hinzu, dass die Zeit, man kann sagen ab Mitte Dezember bis Mitte März, das ist hier die Hauptzeit in Spanien. Dann wollen alle hier im Winter sein. Da drängt sich das auf den Plätzen, dann sind sie besonders voll. Wer jetzt schon im Oktober losfährt, der hat dann meistens viel Platz und findet überall freie Plätze. Deshalb appelliere ich an viele, die jetzt neu dabei sind und starten wollen und dann immer versuchen, 5 Monate auf einem Platz zu reservieren. Lasst es, fahrt einfach los, guckt euch was an, verschiedene Plätze. Wenn man einmal vor Ort ist, wird man auch eher die Möglichkeit haben, irgendwo länger zu bleiben. Es ist immer schwer, wenn man jetzt online reservieren will. Ich weiß das selber, ich habe das mal versucht. Diese Online-Portale über längere Zeitraum, sprich jetzt, wenn man dann zum Beispiel 4, 5 Monate irgendwo reservieren will, das nimmt der PC bzw. die Online-Geschichte nicht an. Da muss man dann schon in einem E-Mail schreiben, anrufen. Auch das ist immer manchmal nicht so ganz einfach. Das heißt, da wird eher vom Campingplatz gesagt, nee, wir sind voll belegt, keine Möglichkeit. Aber wenn man einmal dort ist, dann hat man eher eine Chance, einen Platz zu bekommen. Auch dann vielleicht für einen längeren Zeitraum. Ob es immer richtig ist, für einen sehr langen Zeitraum auf einem Camping- oder Stellplatz zu reservieren, ist auch fraglich. Dann nicht jeder möchte jetzt vielleicht am Ende doch 5 Monate auf einem einzigen Platz bleiben. Ich kann da nur raten, vielleicht kürzere Zeiträume zu nehmen, damit man auch noch mal irgendwo wechseln kann, damit man auch sich noch mal was anderes ansehen kann. Jetzt kommt bei der ganzen Reservierung auch noch andere Dinge kommen dort zum Tragen. Es gibt Camper, die reservieren nicht nur auf einem Platz zur gleichen Zeit, sondern auf verschiedenen Plätzen. Dann habe ich mich manchmal gefragt, ich sage, wie geht das?
Ja, ich sage, muss man nicht anbezahlen? Ja, klar, müssen wir anbezahlen, aber meistens nur 50 Euro. Dann sind die 50 Euro weg, wenn ich jetzt das nicht annehme, die Reservierung. Aber dann habe ich die Auswahl von 3 verschiedenen Plätzen. So haben mir verschiedene Campingplatzbetreiber auch schon gesagt, dass sie da manchmal Probleme haben. Das heißt, der Platz ist schon Mitte des Jahres oder im frühen Herbst schon komplett ausgebucht für den ganzen Winter. Und in Wirklichkeit 30% kommen gar nicht, weil sie zum Beispiel sich was anderes gesucht haben, weil sie krank geworden sind, weil das Auto kaputt ist und. Also da passiert dann insgesamt noch eine ganze Menge. Deshalb ist es wichtig, wenn man hier dann vor Ort ist in Spanien, dass man dann eher die Möglichkeit hat, hier doch noch irgendwas zu bekommen. Nun könnte man ja auch fragen, warum wollen alle nach Spanien? Man könnte ja auch nach Italien, nach Griechenland, vielleicht auch in die Türkei fahren, um dort zu überwintern. Auch dort ist das Wetter im Winter besser als bei uns in Deutschland. Allerdings muss man wissen, Spanien hat also schon eine Infrastruktur seit 30 Jahren aufgebaut, was das Überwintern hier in Spanien betrifft. Hier sind in den Hotspots, kann man sagen, die Restaurants sind auf, die Bars sind auf, Einkaufsmöglichkeiten, alles das gibt es hier. Das ist bei den anderen Ländern nicht unbedingt gegeben. Das heißt, dort wird eigentlich Ende September, Oktober werden dort die Geschäfte geschlossen, da ist der Tourismus weg und dann wird es ruhig und dann ist wenig los. Hinzu kommt noch, dass die Wetterbedingungen in Süditalien und teilweise auch in Griechenland nicht so sind wie hier in Spanien, speziell hier in Südspanien. Jeder Winter ist anders, auch ganz klar. Es wird auch schöne Winter in Süditalien geben oder auch in Griechenland. Aber einfach ist der Drang hier nach Spanien sehr groß. Die Leute wollen eigentlich hierher, weil hier vieles so ist, wie sie es gerne mögen. Ich bin hier auf dem Camping Mar Azul und habe einen guten Kontakt zum Chef, dem Pepe hier. Und den werde ich jetzt gleich noch mal befragen, gehe dort mit der Kamera noch mal hin und werde ihn befragen zum Thema. Denn der hat auch seine Erfahrungen, die er hier auf dem Platz gemacht hat. Und da wird er mir Rede und Antwort stehen. So, jetzt sprechen wir mal mit dem Chef vom Camping Mar Azul. Das ist Pepe, den habe ich ja schon häufiger in meinen Videos interviewt. Und der soll uns mal ein bisschen was sagen zu seiner letzten Saison. Erstmal hallo Pepe. Hola, buenos días. Buenos días. Pepe, die Wintersaison 2022-23 liegt hinter uns. Wie ist sie für dich verlaufen und wie würdest du sagen, sind mehr gekommen, sind weniger Camper gekommen? Die Saison, September, Oktober angefangen, ist ein bisschen, würde ich sagen, langsam angefangen im Vergleich mit die vorigen. Ne? Der letzte Jahr Corona war ein super Boom. Ne? Dann November, Oktober, November und Anfang Dezember waren ein bisschen langsamer als letztes Jahr. Aber schon ab Mitte Dezember, der Campingplatz war echt voll. Und Januar und Februar, wir haben nie so viele Wohnwagen und Wohnmobile gehabt wie früher. Und dann auch, muss ich sagen, die Ende der Saison war auch ein bisschen besser als letztes Jahr. So insgesamt muss ich sagen, die Wintersaison läuft noch. Ne? Wir sind jetzt in ein paar Tagen schon die 4 starke Tage von Osterferien. Aber gibt es noch viele Leute unterwegs und viele von den winterfesten Kunden, die noch da sind. So, die Saison insgesamt sehr positiv. Okay, jetzt mal ein kurzer Ausblick ins nächste Jahr oder den nächsten Winter. Wie schätzt du es ein oder wie sieht überhaupt die Möglichkeit aus, hier nochmal einen Platz zu reservieren? Bueno, wie schon passiert in den letzten Jahren, einen Platz für den ganzen Winter ist schwer für nächstes Jahr. Einen Platz bis Dezember, einen Platz ab Mitte Februar, das ist noch möglich. Empfehlungen dafür würde ich sagen, kommen Sie bitte, nutzen Sie uns, kommen Sie, wenn Ihnen gefällt, dann sind Sie sind schon in unserer Liste, Sie sind schon unsere Kunde. Es ist nicht unmöglich, einen Platz für den ganzen Winter
zu kriegen. Aber ich denke, man muss zuerst hier sein. Es gibt auch Leute, es gibt ja glückliche Leute, die kommen im Oktober und ja, vielleicht die müssen ein paar Mal Platz wechseln, aber die sind hier durch den ganzen Winter da. Es ist jedes Mal ein bisschen schwieriger, ne? Aber es kann passieren. Ne? Ja, reservieren ist notwendig. Ich würde sagen, für alle Zeiten. Ich würde sagen, reservieren Sie immer. Teilen Sie uns, schreiben Sie uns eine kleine E-Mail oder machen Sie eine kleine Reservierung durch unsere Webseite. Aber sagen Sie uns immer, was für uns ist besser. Wir können auch für immer einen besseren Platz immer suchen. Ne? Und für die Hochsaison, also im Januar und Februar, oder Mitte Dezember, Mitte März, früh wie möglich Kontakt mit uns und ja auch ein bisschen Fingerkürze. Ja. Jetzt habe ich selber das mal auch getestet, probiert. Und zwar besteht ja auch die Möglichkeit, auf eurer Webseite online zu reservieren. Sí. Jetzt habe ich das mal getestet. Ich kann von Oktober bis Mitte Dezember noch online reservieren. Aber sobald ich in den Januar reinkomme, wird es schwierig oder geht gar nicht. Das ist so, ne? Sí, ja, geht gar nicht. Januar und Februar, man kann vielleicht einige Daten frei finden, aber alles zusammen ist unmöglich. Ja. Das Problem ist nicht, dass wir im Januar jetzt schon voll sind, ne? Aber das Problem ist, dass vielleicht der Platz vor Januar und nach Januar voll ist. Ja. Und dann Sie schreiben, ich will einen Platz von Oktober bis März. Nein, vielleicht, wenn Sie verteilen, vielleicht würden Sie was finden, ne? Aber Januar und Februar sind schwer. Der Campingplatz hat nur 200 Stellplätze. Der Campingplatz ist klein. Und ich will den Campingplatz nicht vergrößern. Ja. Ich will so bleiben. Und leider oder Dank, ich muss auch Ihnen danken, der Campingplatz gefällt. Und ja, die Leute wollen nicht weg. Ich kann nichts tun. Ja. Und ich kann die Leute auch nicht wegmachen. Nein. So. Versuchen Sie. Aber ich würde immer empfehlen, melden Sie sich bei uns, schreiben Sie uns eine E-Mail, erzählen Sie, was Sie möchten und wir werden Ihnen sofort helfen. Und das Wichtigste, kommen Sie mal, probieren Sie uns, reservieren Sie uns für die Vorsaison, dann suchen Sie einen Campingplatz für diese 2-3 Monate, die wir voll sind. Ne? Und dann, wir werden sehen. Ja. Denken Sie, dass hier am Platz nicht alle Kunden bleiben 5 Monate? Das sind vielleicht 30%, Hartmut, vielleicht. Ja. Ich denke, nicht mehr als 30% sind Leute, die bleiben den ganzen Winter. Ja. Aber gibt es viele mehr Leute, die bleiben? Ja. 1 Monat, 2 Monate, 3 Wochen. Ja. Und für denen gibt es auch Platz. So, man muss, 5 Monate, 6 Monate, es ist zu lang, sie müssen ein bisschen mehr reisen. Ja. Der Wohnmobil muss sich bewegen. Ja. Ich verstehe, dass Leute gefällt 5 oder 6 Monate, aber wir bekommen jetzt jedes Jahr mehr jüngere Leute auch hier. Ne? Ich würde jüngere Leute empfehlen, bitte reisen Sie. Ja, entdecken Sie andere Plätze. Ne? Ja. Und dann werden Sie sicher einen Platz bei uns finden, wenn Sie ein bisschen bei uns kommen. Ne? Ja. Ja, das ist so, also es gibt ja immer mal die Chance oder es passiert ja, dass irgendjemand nicht kommt, weil krank geworden, weil das Auto kaputt ist oder was auch immer und dann ergeben sich hier freie Plätze und die können dann neu vergeben werden. Die Zahlstornierungen in die Vorsaison ist eine große Zahl, ist nicht klein. So, ich muss Ihnen sagen, ich frage Pablo immer, Pablo, gibt es viele Stornierungen dieses Jahr, aber ich frage es fast jeden Tag, weil kommen viele Stornierungen. Ich bin krank, mein Auto ist kaputt, ich muss ein neues Auto kaufen, bla bla bla. Ja. Und dafür ist auch, wenn Sie uns schreiben, Ihre Mail, wir antworten Ihnen, Platz ist voll, aber Ihre Mail geht nicht in den Kübel rein. Wir behalten Ihre Mail und wir werden uns bei Ihnen melden, falls eine Stornierung gibt. Ja. Aber klar, man ist im Risiko, dass man dann keinen Platz bekommt irgendwo anderes. Und man muss auch ein bisschen spielen damit. Ne? Ja, man muss flexibel sein. Man muss ein bisschen flexibel mit Hochsaison, Januar und Februar. Es sind so viele Leute unterwegs. Hartmut, so viele, das kennen Sie schon. Ne? Überall. Ne?
Pepe, ich danke dir für deine Ausführungen. Wünsche dir einen guten Sommer. Wir haben jetzt viel zu tun. Wir wollen jetzt Fußballplatz erneuern, Kinderspielplatz. Ich muss jede Bullenbahn fertig haben für den nächsten Winter, die 4 Bullenbahnen fertig haben. So, ich habe viel zu tun und ich hoffe, dass wir eine gute Saison haben. Ich wünsche euch auch eine gute Sommersaison und auch an alle meine Facebook noch Video-Fans oder sowas. Alles Bestens. Pepe, vielen Dank. Muchas gracias. Danke. Ja, das war's, was ich da zu diesem Thema sagen kann, berichten kann. Das wird wahrscheinlich nicht für jeden befriedigend sein, das ist ganz klar, das liegt in der Sache. Die Plätze werden weiterhin voll sein, das werden wir erleben, auch im nächsten Winter. Aber ich denke, es gibt immer eine Chance hier in Spanien, irgendwas im Winter zu finden. Man muss da ein bisschen flexibel sein, dann sollte es irgendwie gehen. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.